Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Auch ein ganz herzliches Hallo an alle neuen Abonnenten, die ich hier bekommen habe. Es sind ja einige gewesen in letzter Zeit. Erstmal ganz vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die gespendet haben oder mich anderweitig unterstützen oder mir nette Kommentare geschrieben haben. Ihr seid echt die Besten. Vielen Dank. Ich habe mir hier wieder meine Spachtelmasse selber angemischt. Ich habe ja einen großen Bottich an glatter Spachtelmasse, wo ich mir immer Dekosand dazu mische und dann die Körnigkeit dann ein bisschen bestimmen kann und selber regulieren kann, wie körnig das Bild sein soll. Und hier ist es auch wieder so leicht körnig. Ich möchte ein sehr schwungvolles Bild malen und deswegen mache ich so wellenartige Bewegungen hier mit der Spachtelmasse. Ich rühre da so ein bisschen drin rum und ziehe das mal von links, mal nach rechts und habe jetzt hier so ein paar Formen mit reingebracht, die so ein bisschen schneckenmäßig aussehen oder so rund oder halbrund. Und da tobe ich mich gerade einfach ein bisschen aus und gucke mal, was bei rumkommt am Ende. Ja, hier könnt ihr auch die Struktur nochmal sehen. Also ich habe versucht, mit dem Malerspachtel einfach so halbrunde Formen reinzubekommen, damit das so schwungvoll, wellenmäßig aussieht. Bevor ich anfange zu malen, sollte das natürlich alles getrocknet sein. Also bitte das Bild erstmal über Nacht trocknen lassen, bevor ihr anfangt, die Farbe aufzutragen. Ich hatte jetzt bei dem Bild auch wieder Lust, einfach alles direkt auf die Leinwand aufzutragen und nicht großartig mir vorher die Farben anzumischen. Welche Farben ich verwendet habe, das schreibe ich auf jeden Fall wieder in die Videobeschreibung. Und ich mische mir dann hier einfach alles direkt auf der Leinwand zusammen. Manchmal macht das einfach am meisten Spaß, wenn man so intuitiv einfach arbeiten kann und sich nach und nach vorarbeitet. Ich benutze immer Farben, die leicht ins Rötliche gehen, wie hier zum Beispiel dieses Apple Cinnamon von Sostrene Grene und kontrastiere das mit diesen kühleren Farbtönen, wie zum Beispiel diesem Pastel Lilac, also diesem Pastelllila, weil ich finde, dass sich das einfach sehr gut ausgleicht, wenn man wärmere und kühlere Farbtöne miteinander auf dem Bild mischt. Und wenn ich euch noch einen kleinen Tipp geben darf, benutzt auf gar keinen Fall zu viel dunkle Farben, wenn dann immer nur ein paar dunkle Akzente, sonst wird es am Ende meistens zu dunkel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dunklen Farben immer sehr stark durchschlagen und deswegen ein bisschen vorsichtig sein mit den dunklen Farben, lieber ein bisschen heller gehen. Mir ist natürlich auch wichtig, dass ich die Seiten bemale. Das ist eigentlich für mich selbstverständlich. Erst dann sieht das Bild wirklich fertig aus, finde ich. Ich arbeite hier auch immer sehr schnell, damit die Farben noch möglichst schön flüssig sind, damit ich sie direkt auf der Leinwand verarbeiten kann. Und hierzu benutze ich auch immer so ein Malmesser, damit kann ich einfach sehr schöne Strukturen gestalten. Es ist eines meiner Lieblingstools und ich verwende das eigentlich bei fast jedem Bild. Und genau, ihr seht ja hier, wie ich die Farben so damit ineinander mische. Es geht halt am besten, wenn die Farbe noch möglichst nass ist, deswegen ist das ein schnelles Bild, also eins, was man recht schnell malen muss. Man kann natürlich auch Acrylverdünner benutzen. Ich finde es ein bisschen zu teuer teilweise und ich kaufe mir einfach am liebsten Farben, die so ein bisschen flüssig sind, wenn ich schnell arbeiten muss. Also zu sehr deckende Farben sind da nicht so praktisch.
Irgendwann ist dann auch immer ein Punkt erreicht, wo einfach nichts mehr weitergeht, wo es dann zu trocken wird, aber das merkt man dann ja schon. Was ich halt immer schön finde, ist, dass man von einer Farbe was aufnehmen kann und an einer anderen Stelle wieder absetzen kann und dadurch das Ganze noch mehr verblendet und das so eine interessantere Struktur bekommt. Und ich wische auch mein Malmesser immer zwischendurch an so einem Küchentuch ab, damit die Farben sich nicht zu sehr ineinander mischen, wenn ich das nicht möchte, also damit ich auch Kontrolle darüber habe. Das Bild muss jetzt auf jeden Fall über Nacht trocknen, bevor ich mit dem nächsten Schritt weitermachen kann. Dafür brauche ich diese Anlegemilch hier, ein Schwämmchen und einen Pinsel zum Auftragen der Anlegemilch und später für das Blattgold diesen runden Pinsel und natürlich das goldene Blattmetall bzw. das Blattgoldimitat. Und ich fange jetzt erstmal an, indem ich die Anlegemilch auftrage. Das ist so eine sehr dünnflüssige Milch, die nach ungefähr 25 Minuten eine perfekte Klebfähigkeit hat und das ist halt speziell für so Blattmetall. Ich wurde nämlich letztes Mal auch gefragt, warum die denn so lange antrocknen muss, also warum man den Kleber so lange antrocknen lässt, aber es ist halt nicht wirklich vergleichbar mit einem normalen Kleber, sondern ist halt speziell zum Auftragen für Blattmetall, weil das halt wirklich nur so leicht kleben sollte. Das Blattmetall ist ja sehr dünn. Und das ist jetzt nicht wie ein Uhu oder so, also nicht wie so ein Flüssigkleber. Und die Anlegemilch trage ich jetzt hier erstmal auf, auch in den runden Formen, wo ich später das Blattmetall haben möchte. Und ich möchte halt, dass es so ein bisschen wellenmäßig aussieht, aber ich möchte auch auf jeden Fall möglichst viel Blattgold da drauf haben, weil es ein sonniges Bild werden soll und ein warmes Bild mit möglichst viel Metallreflexen. Das finde ich super schön. Ich gieße das hier auch direkt aus der Flasche drauf, weil das für mich einfach leichter ist. Wenn man weniger Blattmetall haben möchte, braucht man das natürlich nicht so zu machen, sonst hat man nachher viel zu viel von der Anlegemilch drauf. Aber in dem Fall möchte ich ja sowieso viel haben und überall üppiges Blattgold und deswegen habe ich mir das jetzt einfach gemacht und habe das einfach so ein bisschen drauf gegossen, weil die Überreste, das werdet ihr auch gleich sehen, die Überreste werde ich mit so einem Schwämmchen wieder abtupfen, wenn es dann doch zu viel geworden ist an einer Stelle. Deswegen ist das kein Problem. Kann man ruhig auch mal machen und es trocknet ja sowieso 25 Minuten an. Insofern, was soll's. Ja, es muss jetzt erstmal 25 Minuten antrocknen. Das heißt, es sollte nur so ganz leicht kleben noch am Ende. Es darf nicht zu flüssig noch sein. Falls es zu flüssig ist, wartet einfach nochmal 5 Minuten und dann passt es schon. Ich lege das Blattmetall dann erstmal mit der Hand an und imitiere so ein bisschen die Form, die ich haben möchte. Und dann ziehe ich das mit diesem runden Pinsel so nach außen. Das reißt ja sehr leicht, dieses Blattmetall, und ich habe mir diese Technik irgendwie so angewöhnt, dass ich einfach immer das anlege und dann drüber streiche mit diesem Pinsel und das so ein bisschen ziehe. Also da kann ich dann diese Form halt hinbekommen, die ich haben möchte. Und ja, es ist so ein bisschen Übungssache, auch mit diesem Blattmetall zu arbeiten. Das Blattmetall möchte ich natürlich auch an den Seiten haben, deswegen achte ich auch immer darauf, dass ich das auch an die Seiten verteile, beziehungsweise vorher die Anlegemilch natürlich auch an die Stellen mache, wo später das Blattmetall sein soll.
Dieser Pinsel ist auch übrigens ganz praktisch, um überschüssige Partikel so ein bisschen loszuwerden. Und hier sieht man es auch, was ich sonst gegen diese ganzen Partikel mache. Ich sauge einfach drüber mit meinem Staubsauger. Ja, diese ganzen Partikel fliegen natürlich auch auf dem Boden überall rum und die muss ich dann immer aufsaugen und auch die Socken absaugen, weil sonst hat man die wirklich überall hängen. So, an manchen Stellen muss ich noch mal ein bisschen drüber arbeiten, weil mir da einfach die Form noch nicht so gefallen hat. Hier rechts war mir das zum Beispiel erstmal viel zu eckig, deswegen gehe ich da noch mal drüber, um diese runde Form oder diese halbrunde Form noch mal sauber hinzukriegen. Dasselbe Spiel natürlich wie vorher. Es trocknet jetzt ungefähr 24, 25 Minuten nochmal an und dann lege ich wieder das Blattmetall an die Stellen, die ich halt korrigieren möchte. Übrigens freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr meinem Kanal ein Abo schenkt oder wenn ihr meine Videos liked und mir auch einen Kommentar hinterlasst. Ich freue mich darüber immer sehr. Ihr könnt mir auch sehr gerne eine Spende per PayPal schicken. Ich habe den Link in die Infobox bzw. in die Videobeschreibung gepackt, wenn ihr meine Kunst und meine Arbeit hier bei YouTube unterstützen möchtet. Ich verkaufe meine Kunstwerke, die ich hier male, natürlich auch in meinem Etsy-Shop. Den habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Also bei diesem Bild habe ich wirklich sehr viel goldenes Blattmetall verwendet, aber ich glaube, ich finde es auch richtig schön, weil es strahlt einfach so eine Wärme aus, so wie ein goldener Sonnenstrahl irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also mir gefällt es total gut. Manchmal muss es einfach ein bisschen mehr Blattmetall sein. Das kann man ja mal ausprobieren. Und hier sauge ich natürlich auch wieder die überschüssigen Partikel weg mit meinem Staubsauger. Was sonst? Das Bild ist jetzt fertig und ich finde einfach diese Struktur zusammen mit dem goldenen Blattmetall richtig schön. Sieht modern und trotzdem irgendwie einladend aus und ja, einfach wie so ein goldener Horizont am Meer oder so, der sich in den Wellen spiegelt. Das sind so meine Assoziationen damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.